Hallo! In diesem Video erfährst du, wie du dein Hydrolager inklusive Zugstrebe bei deinem BMW F-Modell wechselst. Die Reparatur kostet dich nur wenig Zeit und du kannst sie, wenn du im Besitz eines Wagenhebers bist, selbstständig zu Hause durchführen. Nach dieser Anleitung wirst du in der Lage sein, bei normalen Modellen als auch bei X-Drive-Modellen die Zugstrebe zu tauschen. Nach dem Intro geht es ganz ohne Smalltalk und mit eindeutigen Schritt-für-Schritt-Anweisungen los. Viel Spaß beim Video! Ein defektes Hydrolager aus der Zugstrebe zu bekommen, kann schwierig sein, vor allem wenn du keine Presse hast. Wir empfehlen dir daher, bei einem defekten Hydrolager die komplette Zugstrebe zu wechseln. Der Kostenunterschied zwischen Hydrolager und komplette Strebe ist vernachlässigbar und die Reparatur verläuft um einiges leichter dadurch. Benötigen tust du also zweimal Zugstrebe inklusive Hydrolager für deinen BMW. Hier musst du beachten, ob dein BMW X-Drive oder nicht X-Drive ist. Die Zugstrebe für einen X-Drive hat in der Mitte einen Bogen. Unter diesem Bogen verläuft nämlich die Antriebswelle beim X-Drive. Bei einem Nicht-X-Drive gibt es diesen Bogen nicht, da es auch vorne keine Antriebswelle gibt. Achte daher vor dem Kauf genau auf die Teilenummer. Die genauen Teilenummern für einen BMW F30 zum Beispiel findest du unter dem Link in der Beschreibung. Als nächstes benötigst du zwei Sechskantschrauben in der Größe von M12×136. Sollten die zwei Sechskantmuttern nicht schon mit der Zugstrebe mitgeliefert worden sein, benötigst du auch diese. Diese zwei Ersatzteile sind jedoch kein Muss. Es empfiehlt sich jedoch, beim Wechseln der kompletten Zugstrebe auch die Verschraubungen zu ersetzen. Beim Bestellen der Sechskantschrauben dürft ihr jedoch nicht erschrecken. BMW hat sich irgendwann dazu entschlossen, die alten Schrauben durch die neuen zu ersetzen. Der Unterschied zwischen alt und neu liegt im Gewinde, welches nun über die ganze Länge der Schraube geht. Es ist jedoch kein Muss, auf neue Schrauben zu wechseln und es gibt auch keine bekannten Vorteile der neuen Schrauben. Und last but not least benötigst du noch eine Bundschraube für deine Antriebswelle. Diese benötigst du aber nur, wenn du ein X-Drive-Modell hast. Das hat den Grund, dass du beim X-Drive die Zugstrebe nicht herausbekommst, ohne die Antriebswelle etwas beiseite zu schieben. Und der Grund für den Kauf einer neuen Bundschraube ist der, dass BMW selbst empfiehlt, die Bundschraube mit der Druckfeder bei der Wiedermontage der Antriebswelle zu ersetzen. Ob du dieser Empfehlung nachkommst oder nicht, das bleibt dir überlassen. Die Kosten für diesen Wechsel halten sich in Grenzen. Prinzipiell solltest du beim Defekt eines Hydrolagers vorne beide Zugstreben inklusive Hydrolager wechseln. Das heißt, die rechte Seite und die linke Seite wird gewechselt. Wie vorhin schon erwähnt, findest du die ganzen Ersatzteile inklusive Teilenummer unter dem Link in der Beschreibung. Das benötigte Werkzeug für diesen Wechsel findest du hier aufgelistet. Sollte dir irgendwas davon fehlen, findest du unter dem Link in der Beschreibung auch empfehlenswertes und gutes Werkzeug. Was jedoch ein Muss für X-Drive-Modelle ist der Hex-Aufsatz 17 mm. Diesen Aufsatz benötigst du, um die Bundschraube der Antriebswelle herauszubekommen. Im ersten Schritt lösen wir die Bundschraube bei deinem X-Drive. Du kannst entweder die Räder demontieren oder, wenn du im Besitz eines LCI-Modells bist, kannst du die Kappe der Bundschraube auch entfernen, während das Auto auf dem Boden liegt. Die Kappe kannst du einfach mit einem Schlitzschraubenzieher entfernen. Somit hast du freien Zugang zur Bundschraube. Wenn das Auto schon in der Luft liegt, kann gegebenenfalls eine zweite Person die Bremsen betätigen, während du die Bundschraube löst. Sollte es mit dem Schlagschrauber nicht funktionieren, versuchst du es mit der menschlichen Hebelkraft, der Ratsche oder auch Knarre genannt. Hier kannst du auch eine hohle Eisenstange benutzen, mit der du die Ratsche verlängerst. Somit erzeugst du eine größere Hebelwirkung. Die Antriebswelle solltest du dann wie in diesem Beispiel etwas herausziehen und hinaufschieben können. Die Plastikabdeckung am Unterboden ist mit Achterschrauben befestigt. Diese kannst du ganz leicht mit der Ratsche aufdrehen und den Kunststoffboden beiseite legen. Auf der Fahrerseite befindet sich der Temperatursensor, daher beim Abmontieren der Plastikabdeckung aufpassen. Nun solltest du freien Zugang zum Hydrolager und der Sechskantschraube haben. Im Schritt 3 entfernen wir nun die alte Zugstrebe. Als erstes entfernst du die Sechskantschraube am Hydrolager mit dem Schlagbohrer. Dafür benötigst du eine 18er Schlüsselweite. Als zweites entfernst du die Mutter am anderen Ende der Zugstrebe. Diese Mutter drehst du mit einer 21er Schlüsselweite auf, während du mit deinem Torx die Schraube innen dagegen hebst. Die Sechskantschraube ist schneller heraus. In unserem Fall hier haben wir es mit der Ratsche geschafft.
In schwierigeren Fällen wirst du wahrscheinlich einen Schlagschrauber benötigen. Bei der Mutter ist es ein wenig schwieriger. Wie schon erwähnt, drehst du diese Mutter mit einer 21er Schlüsselweite auf, während du mit deinem Torx die Schraube dagegen hebst. Am Anfang kannst du es auch mit deinem Schlagschrauber alleine versuchen. Bei den letzten paar Umdrehungen wirst du aber ohne das Dagegenhalten mit deinem Torx nicht herumkommen. Wenn du keinen X-Drive hast, kannst du die Zugstrebe nun lösen und locker herausziehen. Bei einem X-Drive ist die Antriebswelle im Weg und verhindert das Herausziehen der Zugstrebe. Aus diesem Grund hast du im Schritt 1 die Bundschraube gelöst. Daraus folgend kannst du nun die Antriebswelle etwas herausziehen und ein Stück nach oben drücken. Das verschafft dir gerade noch genug Platz, um die Zugstrebe herauszuziehen. Mit dieser Methode sparst du dir den Ausbau der Antriebswelle, welche mehr als aufwendig wäre. Die neue Zugstrebe montierst du nun in umgekehrter Reihenfolge wieder an. Zuerst die Sechskantschraube und dann die Mutter auf der anderen Seite. Achtung, die Schraube und die Mutter darfst du noch nicht auf das erforderliche Drehmoment festziehen. Es reicht vollkommen, wenn du die Schraube nur minimal zuziehst, um die Zugstrebe in Position zu halten. Das Festziehen kommt, wenn du das Auto in die Normallage versetzt hast. Die Mutter ziehen wir wieder mit der gleichen Methode an, wie wir sie herausbekommen haben. Wie vorhin schon erwähnt, ist es kein Muss, eine neue Schraube und eine neue Mutter zu kaufen. Es empfiehlt sich jedoch, beim Wechsel der kompletten Zugstrebe auch die Verschraubung zu tauschen. Grund dafür ist einfach der, dass bei der Demontage die Schraube oder die Mutter kaputt gehen kann. Daher ist es sicher hilfreich, wenn man eine Reserve hat, abgesehen von dem Vorteil, dass man neue Schrauben verbaut hat. Bei einem X-Drive-Modell kannst du nun die Antriebswelle wieder zurückstecken. Durch die Gummimanschette kannst du zwar nicht genau sehen, wo die Antriebswelle liegt, du wirst aber durch die Verzahnung spüren, wenn die Antriebswelle in Position sitzt. Als nächstes kannst du die Bundschraube wieder zurückschrauben. Zuerst drehst du sie leicht mit der Hand hinein, bis sich das Gewinde eingefangen hat, und danach kannst du sie mit dem Schlagschrauber oder der Ratsche festziehen. Auf das Drehmoment darf nicht vergessen werden. Die Bundschraube musst du mit 210 Nm plus 90 Grad Drehwinkel festziehen. Sollte dein Drehmomentschlüssel nicht bis 210 Nm reichen, ist das okay so. In diesem Fall ziehst du die Schraube auf dein maximal vorhandenes Drehmoment zu. Ein Drehwinkel von 90 Grad bedeutet, dass die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel zuerst auf die 210 Nm festgezogen wird und daraufhin um weitere 90 Grad weitergedreht wird. Das entspricht ca. einer Viertelumdrehung. Bei diesem Schritt angekommen, sollte die neue Zugstrebe und die Antriebswelle wieder fixfertig montiert sein. Nun geht es darum, das Auto in die Normallage zu versetzen. Die Normallage eines Autos erreichst du dann, wenn die Achsschenkel nicht mehr belastet sind. Anders ausgedrückt, die Rautaufhängung hängt nicht herunter und wird nicht hinaufgedrückt. Die Normallage ist also dann erreicht, wenn das Fahrzeug normal auf einer geraden Ebene auf seinen Rädern steht. Der Grund, wieso wir das Fahrzeug in die Normallage versetzen sollten, ist der, dass die Schraube der Zugstrebe nur dann auf das erforderliche Drehmoment festgezogen werden kann, wenn die Achsschenkel nicht mehr belastet sind. Andernfalls ist das Hydrolager permanent einer Spannung ausgesetzt und kann nach wenigen Monaten wieder kaputt gehen bzw. reißen. Am leichtesten ist es, wenn du das Auto nur wenige Zentimeter aufbockst, Rad für Rad. Wie du in diesem Beispiel sehen kannst, brauchst du nicht so viel Platz unter dem Auto, um an die Sechskantschraube des Hydrolagers zu kommen. Wenn sich das Fahrzeug dann schlussendlich in der Normallage befindet, ziehst du die Schrauben mit folgenden Drehmomenten und Drehwinkeln an. Die Sechskantschraube am Hydrolager mit einem Drehmoment von 100 Nm plus 90 Grad Drehwinkel. Die Mutter am anderen Ende der Zugstrebe mit einem Drehmoment von 175 Nm. Diese Mutter hat keinen Drehwinkel. Das war's dann auch schon. Zum Schluss montierst du noch die Plastikabdeckung wieder an. Auf der linken Seite steckst du den Temperatursensor wieder an und das Fahrzeug ist wieder fahrbereit. Wir wünschen dir viel Spaß beim Schrauben. Ciao!